Mary and John sitting in a tree. Kissing. First comes love, then comes marriage, then comes the baby in the baby carriage. Then comes the baby in the baby. Mutterschaft ist eine Institution, die in unserer Gesellschaft so tief verwurzelt ist, dass wir sie als Teil der natürlichen Lebensordnung. Also das müssen wir auf jeden Fall interpretieren als Teil 2 wahrscheinlich zu der großartigen Doku von damals, die auf Arte war, mit dem Konstrukt der perfekten Mutter oder wie es heißt, ne? Und als selbstverständlich ansehen. Als unser naturbedingtes Schicksal. Die Krönung unserer weiblichen Reise. Von klein auf wird von uns erwartet, dass wir Kinder bekommen. Mhm. Und wenn wir es nicht tun, sind wir egoistisch. Well, that's what makes a Ja, grown-up und woman, isn't it? nicht nur, dass wir Kinder bekommen, dass die Frauen die Kinder bekommen, sondern dass die Frauen Kinder bekommen wollen und dass sie Mütter sein wollen und die ganze Care-Work betreiben wollen, ganz unbedingt, ne? Making love, having a baby. It's not learning math or writing an English composition. Ich konnte es kaum erwarten, meine Tage zu bekommen. Im Aufklärungsunterricht hat mir meine Lehrerin die Menstruation als Geschenk verkauft. Als Eintrittskarte in einen besonderen Club, der die Krämpfe und Blutungen absolut lohnenswert machen würde. Hallo, Doch als ich sie dann bekam, You're a woman now. You're a woman now. Do you have any idea what that means? You're a woman now. You could have a baby. So you see, menstruation is just the natural, normal process leading up to being a mother. ich wusste schon seit der Highschool, dass ich nicht Mutter werden wollte. At one point, you just declared that if I ever want to have grandchildren, you said, look at your sister, don't look at me. So I got the message. Obwohl meine Familie mich nie unter Druck gesetzt hat, spürte ich dennoch diese Erwartungshaltung, irgendwann Mutter zu werden. Was bedeutet es, in einer Welt zu leben, in der die Mutterschaft unsere Bestimmung ist? Und was passiert, wenn wir Nein sagen? Nobody doesn't want kids. People cannot want kids. It's a thing. That is not a thing. Well, it's my thing. I didn't really ever want kids, but I always assumed I would have them. I kept asking myself, is this gonna happen to me? Does it have to happen? I acted like it was gonna be this inevitable fate. When I first graduated from college, I bought a house. And I was like, okay, I'm gonna buy this house now for my kids to live in. I don't even know where I got that from, but I was like, oh, yo, I'm gonna buy this house for my kids to live in. And my husband. Out of all my friends, I basically am one of the only ones who does not have a child. As a woman of color, you're expected to be, you know, the caregiver extraordinaire, like somebody's nanny or somebody who's just naturally maternalistic. I've been very clear in my serious relationships very early on that I do not want children. In some cases, I think people feel that they will change my mind later. You know, they're certainly more than welcome to have that opinion, but at their own peril. You come across a man whose biological clock is ticking because literally, you know, once he does the preliminary assessment of are you attractive, do I want to have sex with you, then it's like, would you be a suitable vessel? You can just see it, you know, you're like, you know, my kid would have decent cheekbones, be articulate, you're not round, you know, decent size, it's all good. You, vessel, come forth. I think that people who are obsessed with adding humans to the planet, given the current state of the planet, should, you know, think twice about that before they pass judgment on people who haven't done that. Ja, ist natürlich sozusagen eine interessante Perspektive, ne? Als Boy hat man diese Perspektive ja gar nicht, ne?
wir müssen uns ja, wir werden ja sozusagen von Anfang an genau in dasselbe Rollenbild reinkonditioniert. Und das lautet ja bei Jungs, wir müssen uns später nicht kümmern, ne? Das ist nicht so anstrengend. Deswegen lässt sich das immer so leicht sagen. Und dann kann man natürlich auch noch so argumentieren wie, ja, also Kinder muss man auf jeden Fall haben, so. Geht ja gar nicht anders, ist ja logisch und so. One of the things my mother taught me, for which I'm immensely grateful, is to always ask questions, never take anything at face value, and be independent, be an independent thinker. It's basically, it's a survival skill, you know? I do not want children. Okay, why can nobody accept this? Sweetie, you do not have to decide right now. You still have plenty of time. I remained fertile till I was 56. Terrific. There's a lot more variety in our population than I think most of us know. The fact that many people don't want to have children and that it's common, I know, because I ask. Dr. Bernadette Russell ist meine Gynäkologin, die mich sehr unterstützt. Historically, I think there were always women who didn't want to have children. The ability to control your fertility was so limited. In order to not have children, it was making a commitment to celibacy. Wie die vielen Frauen, die in der Vergangenheit als alte Jungfern und Katzenladies bezeichnet wurden. Man ging davon aus, dass kein Mann sie haben wollte. Doch was, wenn sie absichtlich ledig geblieben sind? Bevor es moderne Verhütungsmittel gab, hatten die meisten Frauen wenig Kontrolle darüber, ob sie Kinder bekamen oder nicht. Der Wert einer Frau lag in ihrer Funktion als wandelnde Gebärmutter. Sie sollte Kinder gebären und aufziehen, für ihren Ehemann und die Nation. Our wombs and what comes out of our wombs as women can be viewed as property. Nicht so anders als bei Sklavinnen, die von ihren Besitzern vergewaltigt und gezwungen wurden, Kinder zu gebären, um dann dabei zuzusehen, wie diese verkauft wurden. Ja, die Logik ist aber auch normal, ne? Dass die Logik sozusagen angesetzt wird, dass man die dann behandelt wie, weiß ich nicht, Schlachtvieh, beziehungsweise halt Kühe, die dazu da sind, noch mehr Kälber zu kriegen, die man dann weiter verkaufen kann und so, ist auch klar, ne? Wenn man einmal Menschenhandel betreibt. One of the big reasons that women were tried and executed as witches in this continent had to do with the attempts to control fertility. Women who worked as curanderas, women who worked as medicine women. They would use herbs to control fertility, different devices, timing, prayer, dance. Anything you could to try and, take some control of this thing. Diese Methoden waren riskant, doch eine Schwangerschaft war noch riskanter. Die Geburt war bis in die 1940er Jahre die häufigste Todesursache bei jungen Frauen. In den 50er Jahren wurde in Puerto Rico ein neues Verhütungsmittel an Frauen getestet, die meist nichts von seinem experimentellen Charakter oder den gefährlichen Nebenwirkungen wussten. Die dadurch verfälschte Studie führte dann aber zu einem der größten medizinischen Durchbrüche des 20. Jahrhunderts. Ja, korrekt. Transfrauen sind diesem Sachzwang gar nicht unterworfen, weil sie den Uterus nicht haben. Genau. Richtig. Biologische Frauen, wenn die Spaß haben wollen mit Geschlechtsverkehr, dann in letzter Instanz müssen sie sich darum kümmern, was das bedeutet. Was das jetzt wirklich bedeutet. So entstand die erste Generation von Frauen, der Kampf um den gebärenden Körper ist auch ein Klassenkampf. Die die Kontrolle über ihre Fortpflanzung hatte. Die Pille wurde 1972 überall in den USA zugelassen. Don't forget to take your pill. I won't. Frauen konnten ein erfülltes Sexualleben haben, das nicht zwangsläufig zur Mutterschaft führte. Die Menschen sprachen darüber und organisierten sich.
1971 schrieb Ellen Peck das bahnbrechende Buch Die Babyfalle. Der Erfolg des Buches veranlasste sie und Shirley Radel, die nationale Organisation für Nichteltern zu gründen, auch um ein Bewusstsein für das Thema Überbevölkerung zu schaffen. The high priestess of the child-free movement is Ellen Peck, who put it all together in her book, The Baby Trap. Gentle. I see this as a movement that is threatening to no one. There is no one who would not benefit from a greater trend toward child-free lifestyles. Ellen Peck was known. There were people all over the United States that hungered to hear what she had to say. Marsha Drudd Davis war bei der Gründung der Child-Free-Bewegung dabei. I was going for therapy to try to find the maternal instinct that had not come out yet. I thought there was something wrong. Something genetically was wrong in me because I was denying a biological destiny. Also im Prinzip, ne? Im Prinzip kann man das schon verstehen. Also diese Antikultur des Child-Free-Daseins könnte man interpretieren wie eine Art Streik, ne? Das ist wie wenn sich andere zusammentun und streiken. So ist das auch, ne? Nur, dass man sagt, okay, wir streiken und hören einfach auf, die Care-Work jetzt hier zu providen. Ne? So könnte man es sagen. Ein Care-Work-Streik ist das. Ellen Peck's book was the first book I ever read and the only book that I ever could find at that time that talked about the right of choosing not to have children and that it was a perfectly fine choice. I devoured it. It's not a mere fad. It apparently answers some deeply felt conviction. They're against people pollution. Some of them have even joined an outfit called NON, the National Organization of Non-Parents, to spread the gospel. Und irgendwie also jetzt, wo ich das gerade artikuliert habe, dass das ein Streik ist, in dem es um die Verweigerung von der Leistung der Care-Work geht, da macht das auch gleich viel mehr Sinn, ne? Also, weil in einer, sagen wir mal, in einer nicht patriarchalen Utopie könnte man sich ja wiederum vorstellen, dass sozusagen damit viel aufgeschlossener umgegangen wird, dass es da halt diesen Sachzwang gibt. Dass es nun mal einfach an der Gebärmutter dran klebt. Die Sache schon allein die Tatsache, dass es bedeutet, dass man halt Blutung hat, dass man dann irgendwie 9 Monate schwanger ist, ne? Dass das sozusagen Rieseneinschränkungen an eine von beiden Personen sozusagen schon ist, von den Eltern und so. Das ist ja quasi naturgegeben. Und eine Kultur zu schaffen, die darüber hinaus versucht, diese Nachteile, die damit einhergehen, in einer gerechteren Art und Weise umzuverteilen, die Dinge und Privilegien, die wir sonst haben, um das sozusagen irgendwie gerechter aufzuteilen. Die Tatsache, dass es sozusagen völlig klar ist, dass die Frauen das sind, die schon mal auf jeden Fall schwanger sind. Ja, und dann auch das mit dem Stillen und so. Ich meine, das ist ja irgendwie, da kommt man ja nicht drum rum, ne? Eigentlich. I was at the National Organization for Non-Parents' first convention. Somebody came up to me and whispered in my ear, I hear you're going to tell your in-laws for the first time that you don't want to have children. And foolishly I said, well, yeah. And she said, can 60 Minutes come and can we listen to this conversation? Ich weiß nicht, Babsi. Also, guck mal. Höchstleistende Heldengeschichten sind ja sozusagen nur Heldengeschichten in ihrem Job. Wenn wir jetzt das Care-Work versuchen, gleichmäßig aufzuteilen, müsste man ja so weit gehen und sagen, dadurch, dass die Frauen die sind, die Kinder austragen, müssen Männer eigentlich sogar noch mehr leisten als die Frauen. Und wir leben ja jetzt in einer Welt, wo die Männer eigentlich viel weniger leisten, ist ja klar. Das heißt, die Umstellung würde den ganzen Konservativen ja sogar noch sagen, fuck hier, Pseudo-Ungerechtigkeit, das geht auf keinen Fall, jetzt müssen wir noch mehr machen, das ist doch total unfair und so. And foolishly I said, yeah. When are you going to have a baby? That, without doubt, is the question young married couples hear most. After all, isn't that what the American dream is all about? Before we were filmed, my mother-in-law took me aside and said, what is it?
are you a stripper? I said, no. She said, well, wait, are you an alcoholic? No. Are you a drug addict? No. Group sex? No, Mom. Well, what could be so awful that they're filming? Why is this a big deal? What's going on? What are you going to tell us? I said, sit down. I don't think you're going to like it. Marcia and Warren Rothstein wanted to explain their decision not to have children to his parents. 60 Minutes went along as they broke the news. I love children, but for years and years and years, there's been something inside of me that said, I don't really think I want to be a mother. And it bothered me. I thought, my God, Marcia, there's something wrong with you. You're not normal. But a lot of what was said was edited. Ich würde jetzt sozusagen gaslighten und sagen, ja, klar empfindet sie das so. Was sie wahrscheinlich was sie da wahrscheinlich mit empfindet, ist ja die Tatsache, dass so viele Sachzwänge da dranhängen, ne? In einer Welt, die irgendwie gerechter gestaltet wäre, gäbe es wahrscheinlich wiederum wahrscheinlich viel weniger Menschen, die sich aktiv gegen Kinder entscheiden müssten. Wir leben ja mehr oder weniger eigentlich in einer Welt, die extrem kinderfeindlich ist, weil auch die Männer, die eigentlich Bock haben, Familien zu gründen und irgendwie das mit der Familie und den Kindern machen wollen, kommen ja meistens auch nicht dazu, alles zu geben, was sie vielleicht wollten, selbst wenn sie es wollten. Ne? Also natürlich, abgesehen davon gibt es natürlich viele, die das gar nicht wollen, ne? Klar, aber bestimmte Sachzwänge werden ja auch von außen sozusagen aufgedrückt, zum Beispiel über Gender Pay Gap. Ne? Es ist sozusagen wirtschaftlich durch das Anreizsystem auch einfach angemessen quasi, dass der Mann eher wieder arbeiten geht und mehr und länger arbeitet und so weiter und so fort. Ne? Die Gesellschaft zwingt das von außen quasi schon ein bisschen so auf. Because 60 Minutes had a point of view, and my point of view did not mesh with 60 Minutes. It's against all natural instincts when two people get married for them not to have children. But if we don't reach that point, does Genau. Weil Heirat ist natürlich ein natürlicher Instinkt und hat irgendwas mit Natur zu tun. that mean there's something the matter with us or that Warren and I don't love each other? Ja, es gibt kinderfreundlichere Kulturen und Länder, ganz genau, aber die sind garantiert nicht so neoliberal. And we can be happy together, and we don't have to depend on having love or whatever from a child to make our life happy. No. Well, aren't you considering anything about your future? The last thing that Mike Wallace said. We trust you'll pardon our perverseness in broadcasting Three's a Crowd on Mother's Day. The next day I was fired as a teacher because I was perverse, and of course I probably hated children. Ja. I started to get death threats. My dog's life was threatened. It was shocking. Die Nationale Organisation für Nichteltern löste sich in den 80er Jahren auf. Sie fiel dem wertekonservativen Familiensystem zum Opfer. Yes. Doch die Diskussion über Kinderlosigkeit ging weiter. Dazu gehörte auch das erste Buch Es geht nach wie vor um die Herrschaft anderer Körper. Das ist ganz wichtig für die Rechten. Die brauchen das. über gewollte Kinderlosigkeit, das ich je gelesen habe. Molly Peacocks Memoiren von 1998, Paradise Piece by Piece. Now Paradise Piece by Piece is being released as an ebook. And I thought, what's happening now that there's this kind of response? And it made me think about my generation and another generation of women and men now who are making this decision. I was among the first people, I suppose, who really were free to make this choice. I went to a university between 1965 and 1969. I was on the birth control pill. When I track my decision and my urge to write about it because it felt so isolated. Weiß ich nicht, Fatality. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der ist ein echter, richtiger Wessi-Schnösel, also ein reicher Sohn, der hat 3 Brüder und die ganze Familie und ich glaube eine Schwester und die Familie, bei denen hat auch jeder Bruder von denen hat 3 Kinder, er hat auch 3 Kinder und da ist sozusagen, da ist die Rollenverteilung aber klar. Obwohl die Frau studiert hat und was weiß ich, übelst viel am Arbeiten ist, muss sie auch übelst viel Care-Work machen.
Und die hat jetzt auch 3 Kinder. Und alle, wie gesagt, in dieser Familie haben diesen Struggle am Start. Und die Kerouac bleibt im Wesentlichen bei den Frauen hängen in dieser Familie. Und das sind irgendwelche, sozusagen, das sind ja schon die besseren Menschen, in Anführungsstrichen. Das sind reiche Leute und so. Es gibt übelst viele von diesen Leuten, die vollkommen konservative Weltbilder vertreten. Auch in allen Einkommensklassen. And yet, I knew that there were, of course, other people making this decision. When my book came out, there was all of this activity. And I've never stopped receiving mail. A little drumbeat of people. Also, hier ist ja vor allem das Relevante, ihr müsst euch vorstellen, es ist ja heutzutage noch so, dass dieses Bild von, es gibt hier diese Muttergefühle, es ist komplett natürlich, Frauen müssen gerne das mit der Care-Work machen, ne? Das ist Gaslighting, ne? Mädchen wird eingeredet, dass das auf jeden Fall so sein muss. Und wenn jetzt irgendwann Frauen groß werden und feststellen, Moment mal, das ist ja übelst anstrengend, vielleicht habe ich gar keinen Bock da drauf, dann suchen die erstmal den Fehler bei sich selbst, weil sie ja wirklich denken, weil alle ihnen ja ihr ganzes Leben lang eingeredet haben, dass es so zu sein hat. Und sie denken auf einmal, sie sind irgendwie anders und merkwürdig. Wenn jetzt also hier diese Frau vor 50 Jahren oder wann auch immer dieses Buch geschrieben hat, von wegen, denkt da mal drüber nach, vielleicht ist das gar nicht so. Dann war das natürlich schon mal ein riesen Durchbruch, ne? Und offensichtlich ist die Kulturrevolution noch lange nicht um, weil, wie gesagt, ich kenne diese Klischees auch. Ich habe doch auch in der anderen Doku davon geredet, dass ich selbst sozusagen da einfach auch stillschweigend davon ausging, dass das ganz normal ist. Ich habe mich ja auch super gerne auf dieser Rolle ausgeruht, dass ich ja gar nicht die Mutter bin. Deswegen kann ich auch die ganze Care-Work einfach abgeben und dann kann ich mich in Ruhe vor meinen Rechner setzen und zocken. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Ding. Pass this book from person to person who find it in libraries. Ne, unsere Kultur lässt im Wesentlichen die Mütter im Stich. Ne? Und das Beste, was die Mütter machen können, ist Schicksalsgemeinschaften mit anderen Müttern zu bilden. People connect to it. Molly und ihr Mann wurden 2009 in einem Artikel des kanadischen Nachrichtenmagazins Maclean's mit dem Titel »Das Argument gegen Kinder« vorgestellt. Hinter der reißerischen Schlagzeile verbirgt sich ein Porträt der wachsenden Anzahl von Menschen, die keine Eltern sein wollen. Die Story stammt aus der Feder von Anne Kingston. I've written a lot of stories that have pissed readers off. But I've never seen such a volcanic kind of response. Disgusted was. Es gibt übrigens auch noch, also das wird jetzt hier nicht gesagt, ne, aber ich sehe auch oft, es gibt so gerade im englischsprachigen Raum übelst viele von diesen Antinatalisten-Movements. Und da hingegen würde ich sagen, die haben nicht diesen emanzipatorischen Anspruch, denen geht es nur um Lifestyle. Das sind meistens Boys und die wollen keine Verantwortung übernehmen. Und die reden sich sozusagen ihren Lifestyle schön, indem sie hinterher behaupten, ich will sowieso keine Kinder haben. Damit meinen sie aber meistens eigentlich, sie würden, wenn es drauf ankommt, die Care-Work bei der Frau verstauen. Das ist zumindest mein Eindruck von vielen Antinatalisten-Movements oder Leuten, die aus Internetblasen, die ich kenne, die auch so Memes in diese Richtung teilen und so. Was the subject line of one email. It made me nauseous to read the article. I now feel genuinely sorry for those who focus on their selfish existence and end up lonely and bored and childless. People took it really personally. They didn't see it as a cultural subject, which is what it actually is, but rather a kind of indictment for the choices they make. It became very personal. People said, don't send your kids to Anne Kingston's house for Halloween. I guess they were assuming that I didn't like kids myself and I would be serving, poisoned apples, etc.
Did you say in the story that you didn't have kids? No, I didn't discuss my own experience at all. It was really about, discussing it more broadly and discussing all the reasons people were coming forward to say they didn't want to have children. We haven't quite figured out a language to discuss this or kind of a civil way of conducting a conversation that wasn't pitted in accusations or blame or often sympathy. The Pope has a very strong message for you. Pets are no substitute for children. Having children means less time for vacations and spin class. It's going to break down the entire social contract. I mean, have you ever seen anything more Ja. Die Rechten, die gehen natürlich komplett die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen jetzt. Das ist komplett, das ist vorbei dann. Die gehen komplett crazy. Decadent and stupid. What's wrong with being selfish? Why is that a problem for you? What is selfish about a conscious, considered choice? A lot of thought goes into not having kids. In fact, often more thought than actually having children, which is one of the paradoxes that surrounds this conversation. Ne? Und dann auch sozusagen Leute, die jetzt argumentieren, ja, aber irgendwann bereust du es, ne? Ja, so what? Das ist Leben. Menschen machen auch Fehler und irren sich, aber man muss sozusagen ihnen die Autonomie zugestehen, Fehler machen zu dürfen. Ne? Also, kein Problem. Und was ich auch immer nicht verstehe, ist so das Argument von wegen, ja, aber es ist doch wichtig und so, der Fortbestand der Spezies. Als würde hier irgendwie der Fortbestand unserer Spezies daran liegen, dass irgendwie es jetzt Frauen gibt, die keine Kinder kriegen wollen. Als hätten wir jetzt nicht genug Menschen auf dieser Erde. Als wäre das jetzt erstmal irgendwo ein Problem. Ne, das ist überhaupt nicht das Problem. Das ist nur ein Scheinargument von irgendwelchen Leuten, die sich die Frau einfach wieder an den Herd wünschen. Ja, und Frauen, die über ihren eigenen Körper bestimmen wollen, ist wirklich das Schlimmste, Babsi. Was bildest du dir ein? What do you think is a lot of cats? And I was like, 20? And she's like, I think 5. 5 is a lot of cats. And she's right, 20 is like too many cats. Also, Fatality, was ich glaube, ist, dass diese Entwicklung einen medialen Umbruch in einer Hyperrealität macht. Ne? Also es wird in bestimmten Konsummilieus mehr diskutiert und öffentlicher debattiert darüber. Ne? Aber einen echten kulturellen Wandel konnte ich noch nicht so richtig beobachten. Also es gibt schon kulturellen Wandel in dem Sinne, dass man zumindest in den urbanen Zentren mehr Daddys sieht auf Spielplätzen, mehr Daddys, die sich um die Kinder kümmern, nach außen hin sozusagen medienwirksam das tun. Aber wie es sozusagen tatsächlich im Inner Circle der Familie um die Aufteilung der Care-Work bestimmt ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde ja bei mir zum Beispiel anfangen und sagen, in den ersten Lebensjahren meiner Tochter habe ich auf jeden Fall genauso schlecht die Care-Work verteilt, wie ich ausgehe, wie es bei den meisten ist. Auch bei den Leuten, die nach außen hin so vorgeben, dass sie total progressiv und emanzipatorisch sind. Ne, weil, wie gesagt, es ist ein total leichtes Dogma, sich darauf auszuruhen. Es ist ja ein angenehmes Dogma, sich darauf auszuruhen. Das kommt einem ja total gelegen als Mann, der ja irgendwie den Ego-Trip fährt und eigentlich lieber irgendwie sein eigenes Ding machen will. A lot of people live here, most of us are artists. There's a welding studio in the back garage. People often say to me like, oh, do you live with 8 people on purpose? Which I think is an interesting question. Schröck, ja, voll. Das ist keine exklusiv rechte Idee, nein. Aber der Kulturkampf, der geführt wird, der wird natürlich sozusagen von rechts komplett aufgeladen. Dass der Nationalstaat als solcher, der ja im kapitalistischen Sinne ein Vehikel ist, dass der sich darum kümmern muss, dass die Fertilitätsrate bei 2,1 liegt, ist auch klar. Das ist bekannt, ja. It's like this idea that like by the time you're X age, you would not be living with friends or roommates. You would live with your partner and you would have a house and a baby. And so like this couldn't be something that people would do on purpose. This is by design, this life. I'm not missing anything. I didn't forget to have kids. I'm not looking for the right person. I'm just not interested. Auch ich bin einfach nicht interessiert. Die Leute sind enttäuscht, dass ich keinen drastischen Grund habe, keine Kinder zu wollen. Dabei ist es ganz einfach. Ich wollte viele Dinge in meinem Leben, doch Kinder bekommen war einfach nicht auf meiner Liste.
Als ich so um die 40 war, hörten die Leute auf zu fragen. Dann lernte ich meinen Mann kennen und er unterstützte meinen Entschluss, keine Mutter zu werden. Doch sobald wir verheiratet waren, gingen die Fragen wieder los. Wann bekommt ihr denn nun ein Baby? When I was a queer single woman, I don't think I was ever asked even once if I was planning on having kids or when I was wanting to have kids. And same when Leo and I started dating and we were perceived as a lesbian couple or two women together, we weren't asked those questions. Once Leo transitioned and was presenting more masculine, everyone, including folks from the queer community, his family, and even random strangers, started asking us when we were having kids, telling us we'd be really great parents, and really pushing us towards starting a family of human children. You're getting older, now you look like a straight couple, so of course the next thing on your list is to have children. Okay, do you want me to see if I can fix it? I think there's an assumption when people choose to be child-free that they don't like children, and that is not the case. I really enjoy kids. I'm silly, I treat them like adults, I love dressing up, I wear cat earrings and Miss Frizzle style dresses. I do really well with kids. I also really like giving them back. It's getting to take now. I do this at home. You do that at home? Anytime someone asks me if I'm going to have kids, it's always kind of shocking for me because it was never really a concept I thought about. The fact that I never wanted kids when I was presenting as a woman, the fact that I would suddenly change my mind now that I'm presenting as a man, blows my mind that people would think that that's something I would ever want or need. So even in communities like the queer community that often break norms and challenge assumptions and stereotypes of how life should be lived, everyone is still under the pressure of what a traditional life should look like and what societal expectations are for them. Being the oldest women's college in the nation, people assume, I've had people tell me, all of your girls want to have babies. I had a student who said, Dr. Dennis, all women want children. No. And that motivated me even more to create the course about child-free. Korrekt. Südkorea plant den Kinderbonus. Wenn man, ich glaube, man muss dazu in einem Arbeitsverhältnis hängen. Ich glaube, dann kann man das abgeben, diesen Bericht, und sagen, mehr oder weniger bei einer Behörde hier oder beim Arbeitgeber, und der macht das dann für einen, übers Finanzamt, und dann kriegt man 75.000 Kohle pauschal. Wenn man ein Kind hat. Also wenn man ein Kind bekommt, ne? 75.000 Kohle, das wollen die planen, weil die das Demografieproblem haben. Raise your hand if you want to have biological or adoptive children one day. Raise your hand if you do not. It's very common in sociology courses in this country and around the world to have a course about women and reproduction. But those courses rarely, if ever, mention not reproducing. So my entire course is about not reproducing. I was 10 when I started raising my sister's kids, and even then it's like, oh, you must want your own kids. It's like, no, I already raised 3 kids. I don't want to raise my own. Like, I didn't want to raise those 3. What makes you think I want to raise mine? Like, so now you know how it is. You know, you have the dream of, okay, I want the white picket fence. Some people did that. I didn't. Not all of us, but some people. So I wanted the 2 kids, but that was it. My daughter's... Kommandante, ich glaube, hier geht es erstmal nicht mal wirklich um den Kulturkampf, sondern es geht nur erstmal darum, die Kunde zu verbreiten. Ne, diese Perspektive überhaupt erstmal zu verbreiten, dass es die gibt. Und dass das nicht irgendeine an sich spinnermäßige Perspektive ist, sondern dass man die begründen kann. Ich denke, aus sozusagen, was weiß ich, zum Beispiel marxistischer Sicht oder so, braucht man hier gar nicht erwarten. Ne? Hier geht es erstmal nur darum, das überhaupt mal zum Thema zu machen, weil das natürlich ein völlig unterrepräsentiertes Thema ist. Wie gesagt, die andere Doku zu dem Thema, würde ich sagen, ist die mit der perfekten Mutter von Arte. Die war auch nicht schlecht. Danke, Siltoid. I tell them constantly, do not have kids. Here's what I recommend, since I talk about reproductive justice,
Instead of telling them don't have kids, tell them that there are choices and they should be wise choices. Oh, yeah. Sometimes being child-free also ties into that. Und es ist ja auch überhaupt nicht, also Kulturkämpfe sind typischerweise was von rechts kommt, ne? Also das sind immer die total offended sind, wenn andere irgendwie nicht den rechten Lifestyle fronten und kein Treadwife sein wollen. Dann werden Kulturkämpfe geschürt. Und das kommt immer von der Bild-Zeitung. Das kommt immer von Tucker Carlson und so. Da muss man sich sozusagen jetzt nicht immer, also ich weiß nicht, man muss nicht immer diesen Rechten auf den Leim gehen, indem man ihren Bullshit reproduziert. Economic problems and that vicious cycle of poverty, especially that we see in minority communities. My friends and I, when we do have conversations about kids, our conversation is always, we want to make sure that whether or not we do want to have kids, when we come to that decision, we are financially stable. We've seen like our own families struggle. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Rechte haben ja nur diesen Tinder-Effekt, dass sie sich um Kinder kümmern wollen oder Kinder toll finden. Das ist ja Schwachsinn. Rechte erschaffen ja eine Welt, die kinderfeindlich ist. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also nur wenn man dem Tinder-Effekt der rechten Narrative auf den Leim geht, dann nimmt man denen wirklich ab, dass es ihnen um Kinder geht. Das ist ja Schwachsinn. Es geht ihnen überhaupt nicht um Kinder. Und Familie ist für Rechte ein Herrschaftskonstrukt und nicht etwas, was dazu dienen soll, irgendwie glückliche Familien zu produzieren. Das ist Schwachsinn. Es geht darum, dass der Patriarch sich den Schwanz lutschen lassen kann. Und zwar jeden Tag von einem anderen Hausmädchen. I started researching the topic because, unfortunately, although I have an aunt who never had. Tinder-Effekt bedeutet, wenn du eine Geschichte, zum Beispiel von einer Partei oder von einem Konzern, ganz dringend glauben willst, weil die Alternative, dass der Konzern dich anlügt, dir so wehtut, dass du das nicht verkraftest. Und ich nenne es Tinder-Effekt deswegen, weil es so absurd ist, als wenn man das jetzt auf Tinder übertragen würde. Weil im Tinder würde niemand auf die Idee kommen, dass es da um die Liebe des Lebens geht. Wenn also jemand jetzt 2-3 Jahre am Tindern ist und die ganze Zeit nur am Rumficken ist und hinterher total enttäuscht seinen Freunden erzählt, ey, das mit dem Tinder, das funktioniert überhaupt nicht, da geht es die ganze Zeit nur um Sextreffen und so, ich bin total enttäuscht. Das würde niemals jemand machen, weil niemand so naiv ist. Außer, wenn jemand so extrem verzweifelt wäre, dass er die Geschichte glauben würde, dass es bei Tinder tatsächlich um die Liebe des Lebens geht. Ne, aber niemand würde das tun. Im Kapitalismus sind aber immer alle überrascht, wenn es am Ende doch nur um Profitmaximierung geht und gar nicht um die Geschichte des Konzerns, was auch immer der Konzern vorher erzählt hat oder der Staat. Ne, Staaten erzählen ja auch die ganze Zeit eine Geschichte, dass sie irgendwie daran interessiert sind, dass ihre Bevölkerung irgendwas und so und Volk und Nation und so ein Schwach. Das ist alles Bullshit. Das sind alles nur Geschichten, die dazu dienen, dass wir die Kapitalakkumulation vorantreiben. Und Tinder-Effekt ist halt genau das. Das Glauben wollen von völlig naiven Werbegeschichten. Denn es gibt immer nur Werbegeschichten. Ne? Ob Staaten Werbegeschichten, Propaganda erzeugen oder Konzerne oder ihr wisst schon. Und Konservative leben in Werbeslogans. Alles, was Konservative von sich geben, sind Werbeslogans und Werbenarrative. Und eins davon ist, wir sind hier wir halten hier die traditionelle Familie hoch, weil wir lieben Kinder. Übrigens, Todesstrafe für Kinderschänder. Und damit meinen sie natürlich nicht die ganzen rechten Kinderschänder, die es gibt, zum Beispiel die katholische Kirche. Das meinen sie natürlich nicht, ne? Das ist komplett bescheuert, das ist ein reiner Tinder-Effekt. Nein, kein Mathematiker. Ich habe vor über 10 Jahren Physik studiert. Had children, it's never been an open discussion in my environment. Almost everything you read is about African diaspora women being mothers. Cultures around the world perpetuate this idea that there's only one way to be a woman, and it's through having children. Most societies are pronatalists. So who knows what pronatalist means? No. Ist doch klar. Who knows what pronatalism is? What is natalism? Für die Geburt. Pronatalismus. Was bedeutet das und warum sollte uns das interessieren? Der lateinische Begriff heißt so viel wie für die Geburt. Klingt zunächst. Bruchungleichungen. Du meinst, man muss darauf achten, dass wenn man den Kehrwert bildet oder sowas oder mit Zahlen und so Minuszeichen, dass man dann das Ungleichheitszeichen umdrehen muss? Harmlos, oder? Los Angeles County's annual Ladera Park Baby Show gets rolling as 1,000 tiny tots show up in carriages, prams, buggies, and pushcarts. Pronatalism refers to encouraging, requiring, even forcing people to reproduce.
Babyfabriken braucht man. Man muss ja irgendwoher noch mehr. Also, ich erkläre es nochmal. Das, was wir Wirtschaften nennen, könnte man auch interpretieren aus der Linse eines großen, gewöhnlichen Pyramiden-Schneeballsystems. Wenn unten der Bodensatz, egal wie ihr es nennt, Ponzi-Schema, Pyramidensystem, Multilevel-Marketing, scheißegal, all diese Sachen funktionieren nur, wenn unten der Bodensatz exponentiell nachwächst. Der Kapitalismus ist das größtmögliche Ponzi-Schema, was wir spielen, und es basiert darauf, dass wir Mehrwert von unten nach oben durchreichen. Das kollabiert in dem Moment, wo nicht mehr exponentiell Elendsschicht nachwächst. Deswegen kotzen so Leute wie Elon Musk ja auch darauf ab, dass die Wachstumskurven jetzt anfangen zu sinken. Ne? Die zweite Ableitung von diesen Dingern ist negativ. Wir sind über den Wendepunkt schon weg. Ne? Die kriegen jetzt alle Panik. Weil jeder sozusagen, der Wirtschaft verstanden hat, weiß, wenn das unten nicht mehr exponentiell nachwächst, dann gibt es einen Bankrun und dann kollabiert dieses sogenannte Wirtschaftssystem, was halt ein Schneeballprinzip ist. Da haben alle Angst vor. Deswegen brauchen die auch diesen Schwachsinn mit dem, wir müssen hier noch mehr Kinder produzieren. You gotta have a baby. Oh, hey, you know, I had a piece of whitefish over at Barney Greengrass the other day. Elaine, And I move to Long Island and have a baby already? Der Pronatalismus hat zahlreiche Argumente hervorgebracht, um uns davon zu überzeugen, Eltern zu werden. Yes. Das größte Glück einer Frau, natürlich. Consume. Marry and reproduce, okay. Reproduce, ja. Schön. Und in wie vielen Werbespots für Schwangerschaftstests sind die Frauen froh, nicht schwanger zu sein? There are many people who very much want to be pregnant, and I'm super psyched for them when they get that positive. Ja, voll. But I think that most people Und wahrscheinlich sind es die meisten, ne? taking a pregnancy test are filled with relief when they see that negative. And we don't see that. We don't see that in fact, most people are like, We are being told that we live in a post-feminist era. We got what we want, equal rights, everything is open. But I think that's not the correct situation, and I think we are being applauded only when we decide what society wants us to decide. Ja, voll Kodrat, ja. Der Muttertag ist zu einer weltweiten Feier des Pronatalismus geworden. Doch es gibt eine Mutter, die nicht gefeiert werden will. Und zwar meine. You know my pet peeve, Mother's Day. Ja, Babsi, ihr seid ja auch Satanisten, oder was? Gibt's doch einfach zu, ihr seid elende, lebensverneinende Satanisten. Und ihr tanzt nackt im Wald und schlachtet irgendwelche Viecher und so und schmiert euch mit Blut ein und so. Gib's zu. I think we should celebrate all women. Also, I think Mother's Day is incredibly difficult on women who had children and lost them. It must be a horrible holiday. And women who didn't have children are left out. They have no value, so we don't celebrate them on Mother's Day. You don't bring flowers or chocolates to a woman who had no children because she's not a mother. So this was before you became a feminist and all that. This was always my feeling that Mother's Day is bad. In meinen 30ern war ich ein Einzelfall. Fast alle meine Freunde sind Eltern geworden. Und trotz allem, was ich erreicht hatte, hatte ich das Gefühl, ins Hintertreffen geraten zu sein. Women's whole identity, right, is supposed to be built on
self-sacrifice and taking care of other people, and if you thwart that, you're just like a garbage can. It's very much linked to this idea that there's only one way to be a woman, and to prove yourself as an adult and as a woman, you have to have children. Why do you not want to have children? I mean, you have a uterus, that's what it's for. It can't just be that you're just gonna like watch Netflix forever, which like, why is that, I don't know why that's a problem. Motherhood is really set on a pedestal. It is kind of your highest attainment. You could list any number of honors and degrees, and somebody will still think that you're not fully accomplished if you haven't had a child. Blair Koenig ist die Autorin des Blogs und des Buches Shut the Fuck Up, Parents. The idea behind the blog is that it's showcasing parents who are oversharing about their children on social media. Eines der beliebtesten Themen auf der Website ist ein Phänomen namens Mummyjacking. Mommyjacking is when you hijack a friend's status update to discuss something related to parenting or your kids. Das läuft so. Jemand schreibt: Es ist offiziell, mit 21 bin ich eine der jüngsten Personen, die jemals einen Doktortitel in Neurowissenschaften an der Universität Stanford erworben haben. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt, als ich das selbst nicht tat. Someone comments below, you haven't learned anything yet, become a parent and you'll see. Also das ist garantiert irgendein Ami-Ding, das habe ich noch nie beobachtet. Kennt ihr sowas? Habt ihr sowas schon mal beobachtet? Mama-Jacking? If a friend says, I'm exhausted, I've had a long week, someone in the comments might say, try having 2 kids. I just think it's absurd. It's dated. It's a very dated way of speaking to somebody. It's a dated way to think. Part of the reason I think it's popular is because so many people experience it. Keine von Jennifer Anistons beruflichen Errungenschaften hat mehr Aufmerksamkeit erregt als die Tatsache, dass sie kein Kind hat. Jen ist schwanger, Jen hat Liebeskummer, Jen und Brad werden heiraten, Jen bekommt Zwillinge. Man könnte sagen, dass ihre gesamte Karriere von Müttern gekapert wurde. So Jennifer Aniston is the mother of all non-mothers. She's the symbol within celebrity culture, obsessed with the baby bump, with procreation. Another wonderful photograph, which I've had to sort of live with for the last 10, 15 years, of picture of me with a bump and a circle around my stomach with an arrow pointing to it, in just this sort of disgustingly objectifying kind of way. Just because we're women, we have a uterus, we have a vagina, we have ovaries, we need to, like, get to work, lady. I think that motherhood has increased in value yet again. The almost obsessive attainment and children as accessories and children as mark of accomplishment. It's almost fetishized in our society. Genau. The most important job any woman can have is being a mother. I'm Ivanka Trump, a mother, a wife, and an entrepreneur. Ja. It's a softening thing, this idea that, you know, she is a nurturing figure. Diese Art medialer Berichterstattung ist nicht neu. Dorothy Crowfoot Hodgkin erhielt 1964 den Nobelpreis dafür, dass sie Ehefrau ist. Ich meine für Chemie. 2013 handelte der Nachruf auf die Raketenwissenschaftlerin Yvonne Brill von ihrem Bœuf Stroganoff, ihrem Ehemann, und davon, dass sie, Zitat, die beste Mutter der Welt war. Erst unten im 3. Absatz kam ihre wissenschaftliche Brillanz zur Sprache. Nach einem Aufschrei der Empörung schrieb die New York Times den Artikel schließlich um. Das ist ja herrlich. Ja, aber ja, ich meine, ja, so stelle ich mir das vor, ne? So, ja, nicht schlecht. Well played, well played. There's no sure thing. Like, you can get married and have kids and still have a garbage life, and you could just be like me and like twerking around Brooklyn and be like having a pretty okay life. I got them thunder thighs. Boom, clack, they smack when I stride. I am child-free right now. I plan to be child-free in the future. I view my art as my children, and I'm very selfish with my time, and I know having a child is such a big responsibility, so I definitely know I wouldn't just be able to work
around the clock like I do now. Shanthony Exum alias Miss Eves ist eine erfolgreiche Rapperin und Videokünstlerin, Grafikdesignerin, bodypositive Straßenfotografin und begeisterte Bastlerin. I'm from the South, and so like the expectation is for like women, once you're over 25, you're just like over the hill if you're not married and like working on your family. This is the next step. Well, I've been dating Charles for 3 years now, so where's the ring and the baby? I don't want to just feel like bullied by society to have them. That is why I like ran to New York as quickly as I could, where I'm around so many other like-minded, child-free people. Nandi Poldi, was meinst du mit Gericht? Jetzt was zu essen? Shanthonys Video Papermaché Single as Fuck zelebriert das Single-Dasein. A lot of my songs are about existing in the world as a woman and how to navigate that in a way that's healthy and like you're nourishing yourself. I think if your art can help to make other people's lives better, to make other people not feel so alone, then you're doing a really good job. I'm alone, I love myself, so alone is fun as hell. I'm alone, I love myself, so alone is fun as hell. I don't care, it's hard out there. Everyone's telling me they're scared I'm weird. I don't care, you're getting older. Everyone's telling me they want me paired. Remember, you're biological. Vor allem, im Prinzip kann ja jeder das nachvollziehen. Also, ich kenne niemanden, der nicht irgendwie Zeit für sich braucht. Und mal irgendwie seinen eigenen Hedonismus mal mit sich selber klären können will. Das gibt's doch gar nicht, oder was? Es gibt doch keinen, der nicht mal irgendwie jetzt mal wirklich sein eigenes Ding machen will. Und dann muss man sich nur vorstellen, okay, alleinerziehende Mütter haben das nicht. Und zwar jahrelang. Haben sie nicht. Warum sollte man also als Frau auf diese Perspektive irgendwie Bock haben? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, ne? Das ist überhaupt nicht rational. Das ergibt nur Sinn in einer Welt, in der Frauen gegaslightet werden dazu, dass es angeblich ihre Natur ist und diese Muttergefühle dann von ganz alleine das alles klären. Was übrigens unwissenschaftlich ist, ne? Das ist Schwachsinn. Und es gibt ja auch genug Fälle sozusagen. Es gibt ja zum Beispiel diese Sache mit der Kindbett-Depression, ne? Wo Frauen auf einmal diese sozusagen von der Wucht der Verantwortung, die auf einmal da auf sie zukommt, und der Tatsache, dass jetzt da Carework geleistet werden muss, nonstop, 24/7, die Frauen komplett durchdrehen lässt. Ja? Clock is ticking. Hallo Frick. And I was in complete denial about my biological clock. And then I got cancer. Ein Gericht, was ich unbestreitbar gut kochen kann. Also, ich mache sehr geile Linsengerichte. Und als Todesrune hier war, haben wir zusammen... Todesrune, was haben wir gemacht? Wir haben Linsen gemacht, oder? Wir haben irgendwie Fleisch in Bier angebraten und dann einen Linsentopf draus gemacht, oder? Ich mache auch eine gute Soljanka. Und mein Chili ist auch nicht schlecht. Chili con Carne. Und generell, also ich probiere mich aus. Also seit ein paar Jahren bin ich relativ viel am Kochen. Ich habe mir schon sagen lassen, dass das ganz gut ist, was ich da produziere. I gotta have a baby. I gotta have a baby. I gotta have a baby. Do you have a biological clock? Not ticking within me, so the answer would have to be no. No, there's no ticking of any sort. It's very quiet. That idea that it will start to tick, there's sort of this anticipation that I'm not totally convinced is healthy. In uns allen tickt eine biologische Uhr, die den Biorhythmus unseres Körpers regelt. Doch das ist nicht die Uhr, von der die Medien so besessen sind. I don't know where this phenomenon comes from, where people think that all of a sudden you're going to wake up one day and need to have a child right then and there. There's no biological reason for that to happen.
Die biologische Uhr als Babyalarm wurde nicht von Wissenschaftlern, sondern von einem männlichen Journalisten Natürlich. geprägt, in einem Artikel mit dem Titel »Die Uhr tickt für die Karrierefrau«. Richard Cohen schuf 1978 die Composite Woman, eine fiktive Frau mit einer guten Figur, die sich an seiner Schulter ausweinen konnte, weil eine Sache schrecklich falsch lief. Sie war im Babypanikmodus. Und das führte zu einer Metapher, die sich bis heute hält. Using the language as a ticking. Also Muki, wenn du mir das schmackhaft machen kannst, das wäre interessant, weil ich bin ein absoluter Zuckerverächter. Ich hasse es, wenn meine herzhaften, leckeren Sachen durch irgendwelchen ekligen Ananas-Scheiß korrumpiert werden. Da kriege ich richtig, da muss ich richtig scheißen. Bomb inside of our body. This is Ich bin ein richtiger Nazi, was das angeht. decision. It's different from Hallo, saying something Weltraumpräsident. about, okay, there is a period of time that we can get pregnant. That pressure that you feel that you need to become pregnant soon is based on society. It's based on what other people are telling you and what you're internalizing, but it's not actually based on anything that your body is doing. Sogar Werbung für Verhütungsmittel, die eine Schwangerschaft verhindern sollen, suggeriert Frauen, dass sie eines Tages doch Mutter werden. It's over 99% effective. So there's no worry about getting pregnant until you want to. Carrie says, don't you and Brad, your adorable husband, want kids? And Shelley says, yeah, someday. Someday. But for now, I'm on the pill. Women should feel that they're missing out is this message that infiltrates the culture from all sorts of places. It's not just parents talking to women, it's magazines talking to women, it is fertility experts talking to women. It is, if you're 40 years old and you're not thinking about IVF or you haven't frozen your eggs, you've missed a huge part of life. I spent 12 years on the hamster wheel of infertility. And when I finally made the decision to get off of that hamster wheel, I had to step back and think about why I had been on it in the first place. Ich habe Michelle auf dem Not Mom Summit in Cleveland getroffen, einer dreitägigen... Ja, also FOMO ist natürlich wirklich ein Ding, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich dann viele Leute gibt, die dann hinterher das bereuen oder so. Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung und das ist, denke ich, eine kulturelle Entwicklung, durch die wir jetzt durchgehen. So wie mit vielen anderen Sachen auch, ne? Da sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Und die Frage ist halt, wie gesagt, wie viel einem da eingeredet wird, ne? Klar ist das eine interessante Erfahrung, Elternschaft zu erleben. Aber wir haben halt nur eine begrenzte Lebenszeit, ne? Und eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Man hätte in der Zeit auch was anderes machen können. Man könnte Rockstar werden und um die Welt fahren. Oder so. Veranstaltung für Frauen ohne Kinder. Kinderfreie, die keine Kinder wollen, und Kinderlose, die Kinder wollen, aber keine bekommen können. Und außerdem, ne, man darf hier das nicht vermischen. Wir leben in einer extrem kinderfeindlichen Welt. Wir nennen sie neoliberale Scheißwelt. Mit Ausbeutung und so. Und Sachzwängen. In einer total gechillten Hippie-Kommune irgendwo im Wald, wo alles auf Subsistenz beruht, da kann ich mir vorstellen, dass Kinder großziehen, wo wirklich ein ganzes Dorf Teil hat daran, ein Kind großzuziehen, ist was völlig anderes, als wenn du alleinerziehende Mutter irgendwo in der Platte bist. Diese scheinbar gegensätzlichen Gruppen stehen beide unter Druck, weil sie sich nicht an das Drehbuch der Mutterschaft halten. So when I made the decision to be child-free and happy about it, I really stepped back to think about all of the factors that sort of pushed me on that. I very much wanted kids ever since I was little. I played with dolls. I started babysitting at a very young age. I thought that I would grow up, go to college, graduate from college, be married within 2 years, and be having babies within 2 years after that. I met the man who would become my husband when I was 23. I was college educated. I was working in my chosen field. I had checked all of the boxes I was supposed to check on my,
on the life checkbox was moving right along. And he wanted kids too, and so we got married and immediately started trying to have children. Within 6 months of us trying to get pregnant, I knew that something was wrong. We finally ended up around my 30th birthday doing IVF. They retrieve your eggs by sticking a very large wand with an aspirated needle through your vaginal canal, and they retrieve the eggs. And when I woke up, they said, "We're really sorry, but you don't have any eggs. And this is kind of bizarre. We haven't really seen this before." And they thought, well, maybe we did something wrong in the protocol, and this is just really strange. We tried again a few months later, and the same thing happened. You feel broken and devastated because for your whole entire life, you've been set up to be this person. And it was probably as bereft as I have ever been. And then my husband told me he wanted a divorce. So that was good times. I think one of the freeing things at that time, actually, I was 31, was that I was able to walk into a new relationship and say, I'm infertile. Jo. And I was really fortunate that my current partner was like, we'll do whatever you want to do. I'm open to whatever options have to happen. Ja, Siltoid, der Talk mit Stefan bei Thilo Jung, der ist super, ne? Diese, was sie gerade gesagt hat, ne, dass das für sie super erleichternd war, dass das sozusagen mit 31 passiert ist und sie danach einfach in eine Partnerschaft reingehen konnte mit gleich dieser Ansage, damit es nicht nochmal passiert, ne? Das ist interessant, aber ja, so muss das eigentlich sein, ne? Also, es ist merkwürdig, dass die Tatsache, dass es erleichternd ist ein interessantes Symptom für sozusagen den gesellschaftlichen Druck, der da existiert, ne? I'm just gonna be happy without children, and had to take stock of who I wanted to be in the world. I am currently a graduate student at Case Western Reserve University. I am getting 2 master's degrees, one in public health and one in bioethics. My focus is reproductive health policy. For me, working in an abortion clinic and volunteering there, it changed my life because it was about the fact that not being able to control my own body in terms of having a baby was the flip side of not being able to control your own body when you are pregnant and don't want to be. 38 Jahre lang habe ich verzweifelt versucht, nicht schwanger zu werden. Durch die jahrelange Einnahme der Antibabypille stieg allerdings mein Blutdruck gefährlich an. Und als ich sie absetzte, hatte ich so starke Regelblutungen, dass sie zu Blutarmut führten, sowie zweimal doch Angst, schwanger zu sein. Not wanting to be pregnant and not necessarily feeling that you're in control of preventing that, it can be overwhelming. It was very difficult to take the pill. Die Doku zur Pille haben wir schon geguckt, ne? Even though that's supposed to be a very low dose hormone, I had very adverse reactions to it. Every year I had a gynecological exam. Come on, could you tie him, please, for the love of God? My doctor. Und man muss es auch nochmal klar sagen, eine Vasektomie ist in dem Sinne eigentlich viel sinnvoller, ne? Also, die kann man rückgängig machen zur Not und ja. Wouldn't do it. They said I was healthy and that I'd changed my mind. As someone who hasn't wanted kids my whole life, I think I first started asking about getting my tubes tied or a hysterectomy when I was maybe 16 or 17. I had really painful periods, long periods, like 6 weeks long. So when I was 16, I got put on hormonal birth control. Every doctor I'd see, I'd say, well, I'm not really using this. Like, could I maybe have a hysterectomy and then I wouldn't have to be taking all this hormonal birth control? And every doctor, every nurse practitioner I'd see would say, well, you're gonna wanna have kids someday. Like, you're too young to think about that. And I finally found an OBGYN who believed me. And she said, okay, let's do the hysterectomy. Best surgery of my life. And then we actually found that I have 2 nodules on my liver. And they believe that it was from taking hormonal birth control for such a long period of time. To have somebody tell you that they basically won't help you because you don't know what's best for you is extremely condescending and insulting. Die 19-jährige Lauren habe ich in einer Facebook-Gruppe für kinderlose Frauen kennengelernt.
Lauren ist schlau. Richtig schlau. I wanted to become an inventor by the time I was 5 or 6, and by the time I was in the middle of elementary school, I wanted to be a physicist. When I was 16 years old, I moved to Rabat, Morocco to study Arabic, moved to Seoul, South Korea in order to study Korean. My Korean is fluent. The year after that, I moved to Oslo, Norway. Now I have just moved to Toronto in order to go to university. I'm doing an honors major or a specialist in computer science, as well as a major in physics. I think I realized that being child-free was a choice maybe when I was 15 or 16, when I really started to reflect back on my decision, reflect on my future, reflect on how I felt about children themselves, the actual sacrifices that having children would entail. Most doctors don't really view sterilization as a medical need. I have to start tailoring my medical records now, such that when a doctor inevitably asks me, what proves that you will not regret this? I can point at my medical records and say, I wanted this procedure 5 years ago, and I'm gonna want it 5 years from now. Lauren möchte eine Tubenligatur. Bei diesem einfachen Eingriff werden die Eileiter abgeklemmt oder verödet, um ein Aufeinandertreffen von Eizellen und Sperma zu verhindern. 2 Jahre lang hat Lauren ihre Anträge für diesen chirurgischen Eingriff dokumentiert. Here we have lack of maternal drive, environmental factors, and overpopulation, and the role of women in parenthood. Here we have mental and physical health. Here I go into patient autonomy and the statement of consent and acknowledgement of procedure. Here I just have my final words, and here's me saying, warm regards, Lauren. I've heard stories of women who are 35 or older who are still being denied as too young. In what world is 35 too young for an adult to make a decision for themselves? I find it really frustrating that many of my patients have jumped through multiple hoops to see me to get a sterilization. Dr. Kristen Brandis ist Gynäkologin und Assistenzprofessorin an der Rutgers New Jersey Medical School. The only requirements that you actually need to get a sterilization procedure performed is that you have to be of age for consenting for any type of health care. That's it. I am able to go and fly to China tomorrow and move there. I'm able to join the military. I'm able to sign a contract for a massive loan. I'm able to make so many decisions that I could regret as an adult. Why is it that someone is looking over me paternalistically in this area when in other areas of my life I'm respected as an adult? Muss was mit Ideologie zu tun Pronatalismus haben. führt dazu, dass es für junge Frauen wie Lauren kaum möglich ist, sich sterilisieren zu lassen. Er hat aber andersherum auch dazu geführt, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen sterilisiert werden, oft ohne deren Einwilligung oder Wissen. Das liegt daran, dass der Pronatalismus für Geburt ist, aber nicht für jede Geburt. Im Kern geht es um Kontrolle über die Fortpflanzung. Ah, beste Leben. Slavery is the perfect example of people's reproduction being used for the benefit of others. And since slavery, there's been biases about which communities should reproduce and shouldn't reproduce. There's this concept called eugenics, which suggests that there is some genetic reason why some communities are better at one thing or another. And this idea was used to help fuel racism. Die Eugenik ist eine inzwischen diskreditierte Pseudowissenschaft. Der Begriff wurde 1883 in England geprägt, um die Vermehrung überlegener Menschen weißer nordeuropäischer Herkunft zu fördern. Anfang des 19. Jahrhunderts sahen viele US-Amerikaner die Eugenik als Werkzeug zur Aufrechterhaltung der weißen Vorherrschaft. Ja. 1905 warnte US-Präsident Theodore Roosevelt, dass das Land zum Untergang der weißen Rasse verdammt sei. Denn Minderheiten und Einwanderer bekamen viel mehr Kinder als weiße Frauen aus der Mittelschicht. Schlimmste. Zwangssterilisation war eine Lösung. The eugenics movement used sterilization as a way of controlling reproduction. But they targeted Black and Latina, Native American women, people that were disabled, prisoners, anyone that they thought that socially should not reproduce. In den 1920er Jahren war die Eugenik weit verbreitet. Einer ihrer eifrigsten Anhänger war Adolf Hitler.
Die Ausrottung von Millionen Juden und anderen Minderheiten im Dritten Reich im Namen der Rassenreinheit war von der US-amerikanischen Eugenik inspiriert. Aufgrund ihrer Verbindung zum Holocaust unter den Nazis fiel die American Eugenic Society allmählich in Ungnade. Doch die Eugenik ist nie wirklich verschwunden. I'm Puerto Rican, and a lot of the Puerto Rican people were part of this history of the eugenics movements for sterilizations. In the 1970s, more and more people of color were speaking out, so much so that the government looked into it and found that thousands of women were being sterilized each year, many of which did not know that they were being sterilized or did not know that the procedure was permanent. Das Erbe der Zwangssterilisation macht es für Women of Color, die keine Kinder wollen, besonders kompliziert. A big response that a lot of those of us of African and Hispanic descent receive when we talk about sterilization by choice, that we are confirming what whites want us to do: stop having children, allow the black family to crumble, allow the black community to crumble, give in to eugenics. They'll say that you don't understand what's going on, you don't understand the history of our people. And I said, I understand all of that. I said, never question my African identity because I'm child free. Oh Mann. When we think about reproductive justice, we're including everyone. We're including people who never want to conceive and should have every right over their own bodies to choose that. And we're including women who want to conceive and who aren't given that option or opportunity. Die Angst vor dem Untergang der weißen Rasse, die bald nach dem Ende der Sklaverei einsetzte, hält bis heute an. Klar. Weiße Rassisten Guckt euch die bedrohen ganzen nach wie Tacos vor People of Color und drängen weiße Frauen dazu, Kinder zu bekommen. Ja. What if the greatest menace to the health of the United States is us and our declining population? American women are having so few babies. American women are having fewer babies. Baby boomers are retiring. I did my part, but you know, we need to have higher birth rates in this country. Ja. Ja, ja. Und nochmal, die Frauen sind daran schuld, ne? Niemand sonst. Die Frauen sind schuld. Die müssen mal ihre Aufgabe wahrnehmen. This is the real solution. Ehrenlose Frauen, gottlose Frauen vielleicht sogar, so wie Babsi, die so satanistische Rituale im Wald machen und so. The climate change. Babies. Nations and countries need childbirths. Babies are good for the economy. Nations need us to be mothers. Man nennt es auch Population starts to Reproduktionsarbeit. grow more slowly. You have fewer workers supporting retirees. You can't pay for these benefits that we've promised to seniors. Capitalism depends on our work of love. Ich habe es vorhin schon gesagt, ne? Das große Ponzi-Schema, was wir Wirtschaftssystem nennen, braucht diesen exponentiell nachwachsenden Bodensatz. Population really matters for economic growth. Everybody benefits from it, but then everybody doesn't want to listen to what the carriers of this work of love want to say about it and the prices that we pay for it. Our history in this Ja, country Frick, das haben die vorhin auch around gebracht, das mit den reproduction Hexen. is again this view of women as vessels rather than as independent thinking people who have dominion over their bodies. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts schwankte die durchschnittliche Anzahl der Geburten pro Gebärmutter stark. Vor allem während der Großen Depression und dem Babyboom. Nach einem starken Rückgang in den 60er und 70er Jahren ist die Zahl in den letzten 49 Jahren ziemlich konstant geblieben. Zur Zeit meiner Recherche liegen wir in den USA bei 1,73 Kindern pro Frau. Frauen mit besserem Zugang zu Bildung, guten Jobs und reproduktiver Gesundheitsvorsorge bekommen weniger Kinder.
Ein Rückgang der Geburtenrate ist ein Zeichen von Selbstbestimmung. Das ist nur ein Problem für Männer, die sich ohne die Gebärmutter einer Frau nicht vermehren können. I want every young woman to know there's a place for you in America if you're pro-life. Pro-life. Merkt euch das, Bitches. If you embrace your religion and you follow traditional family structure, that you can go anywhere, young lady. Der oberste Gerichtshof ist derzeit dabei, uns die Möglichkeit zu nehmen, selbst über unseren Körper zu bestimmen, ob wir Kinder wollen oder nicht. This is something central to a woman's life, to her dignity. It's a decision that she must. Würde gibt's im Kapitalismus sowieso nicht. Wissen wir alle, ne? Gibt's gar nicht. Oder, also, wenn man reich ist vielleicht, ne, dann kann man es sich leisten, davon zu erzählen und diesen Tinder-Effekt mit der Würde weiter zu reproduzieren, aber nein. Make for herself. And when government controls that decision for her, she is being treated as less than a fully adult human responsible for her own choices. I know I didn't walk around looking at babies, and my mother-in-law had this famous phrase, I don't see you having ever children because you only look at cats, which was true. I was more interested in the cats. Probably I still am. So I've known for a while that I didn't want kids, but I'm here talking to you because you did want kids. I did have kids. You had kids. Yeah. You had kids, but you didn't want kids? It's complicated. Okay. Meine Eltern wurden kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Rumänien geboren. Sie überlebten die Vormacht der Deutschen und der Sowjets. Maddox, nee, keine Ahnung. 1961, ich hab Anfang nichts von 20 Jascha in der und frisch Pipeline vermählt, konnten sie endlich als politische Flüchtlinge nach Israel ausreisen. Poste mal was im Discord. I didn't know I was pregnant. We boarded the ship. It was a Turkish ship. And we had dinner the first night, and it took 3 days to get to Haifa in Israel. And for the 3 days I was sick. Then when we got to Israel, I went to stay with my cousin Yossi, and I kept being sick, which was strange because it didn't move anymore. So Yossi said, we have to go to see a doctor. Something wrong with you? We went to see a doctor. He told me I'm pregnant. Yossi, my cousin that I stayed with in the beginning, she assumed that I want an abortion because there was no way to have a baby in these conditions. Starting from beginning, in a new country, not knowing the language, totally illiterate, 2 more years of university, no money, no baby. And she went from thrift to thrift, and she said, my cousin is pregnant, and she needs an abortion, and everybody put a bit of money in the hat. And she came back to the thrift and say, here's money for an abortion. How did you feel when that she had done that? Well, how I feel? I thought she was magnificent. I mean, to produce something like this, can you imagine? And I could have an abortion. And for some reason, which I think it's magic or whatever, I knew it was you. And I said, you know, I believe in abortion. Everybody can have a choice, whatever they want to do, but that wasn't the choice for me at that point in life. And I was also scared. I was going to use an ugly word, how scared I was, because I couldn't see how we're going to cope. I'm really all teared up now. And I know the story. I've heard it so many times. You know, when it happened, it was life, you know. I was considered selfish, seriously selfish, because I had a child. I love this. I have a copy of this photo. Yeah, this is a nice one. And you guys are very cute. You're very happy. You seem Yes. happy. Yes, you we were don't seem happy. like you're thinking, I've made the most horrible mistake of my No, life. Please no. take this away from me. No. No, actually, when I made the decision, I knew this was a good decision. Yeah. So I never regretted it. Eine Ehrenfrau.
Mir wurde oft gesagt, dass ich es einmal bereuen würde, keine Kinder zu haben. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich es bereut hätte, welche zu bekommen. When I think of all of the times that I decided not to have children, each time I was testing myself. Are you sure? Are you sure? And the fact is, I was sure all my life. If I'm like 80 and I'm like, oh, I wish I had kids, I would be happier having that regret, if happier is a word to be used to describe regret, than having a kid and like fully regretting that, which, by the way, I can picture. He's very cute. Do you regret it, not having children? Oh, I'm sorry, that's too personal. Do you ever regret having them? 2018 schrieb Anne Kingston eine Titelstory über das Bereuen der Mutterschaft. Und wie schon bei ihrem Artikel über ein Leben ohne Kinder, war die Resonanz der Leser groß. I don't think I've written a story where there's been such Ja, und ich behaupte, ein Riesenanteil davon ist gesellschaftlich. Ne? Also ein Riesenanteil der Nachteile, die damit einhergehen, dass man Kinder kriegt, vor allem als Frau, emergieren. Ne? Das hat dann nicht speziell irgendwas mit dem Kind oder so zu tun, sondern eher mit den Sachzwängen, die außen noch draufkommen und ja, die eigenen Ideale sozusagen, die damit in Konflikt stehen. Und solchen Sachen. uniform positive response to it and just an interest in discussing it. I think the reason it resonates now is because we're seeing it writ large on social media. Facebook groups allow people to find a community to speak, yet be anonymous about a very contentious subject. We're seeing scholarly research, which gives it a legitimacy for the very first time. It's taken seriously as a sociological subject. Orna Dornath's book has done that. Annes Artikel wurde inspiriert von Regretting Motherhood, dem bahnbrechenden Buch von Orna Donath, mit persönlichen Erfahrungen von Frauen, die ihre Entscheidung, Kinder zu bekommen, bereuen. There is an assumption that if you regret being a mother, then you hate your children. And all of the women who participated in my study said, I love my children, I hate being their mother. I think people think, oh, well, a regretful mother is a bad mother, an unattentive mother. Ironically, often these mothers are even more attentive because they feel this guilt. Ja, genau, ich denke auch. Also die eigenen Ideale sozusagen, die man irgendwie verraten muss, weil die Sachzwänge so stark drücken und dann sozusagen ein schlechtes Gewissen erzeugen in einem. Ne? Schuld. Ja, genau. Ein Schuldgefühl. Ne? Es ist ja nicht wirklich eine echte Schuld, sondern es ist nur, es fühlt sich so an. A lot of people feel like they'll conform to what society asks of them. So I have lots of patients who say, well, I guess if my partner were to really want a child, I would do it. I can't imagine becoming a mother and living for 3 decades miserable just because maybe at the age of 70, if I will get there, I will regret. Ruthie kept pretty much to herself. Never married. She died in there, you know. She did. Oh, yes. It was a week before anyone realized she passed. Rumor has it the cat ate half her face. So, just you? What's going to happen to you when you're 70?
aren't you going to look back on your life and say, oh no, I should have had children because now I'm making my own decisions about whether to go into a nursing home and I don't have any kids to help move me into it. It's really fucked up to imagine that a person would create another human being to take care of them. Would you call it selfish? Yeah, that's selfish. If you're having a child and you're assuming this child, when they get to a certain age, is going to want to take care of you, you better be a spectacular parent, or that child better have so many like codependent issues that they can't bear to be away from you. It's not this thing where you have kids and then you're guaranteed to have someone, a companion in your golden years. More than likely, your kid is just going to be out living their own life, and you're going to have to find your own relationships and friendships and support structures. We're moving towards a world with options. We're moving towards a world in which people can set up all kinds of families. What we can look forward to is a diversity of families. Thank you for being a friend. I was just feeling some kind of way about my life the other day, and I like rewatched The Golden Girls. They eat so many cheesecakes and ice creams. I'm like, ladies, this is the life, honey. Oh, do you know how many problems we have solved over a cheesecake at this kitchen table? We console each other, we help each other, we advise each other. And then we talk about sex again. Die klassische Kernfamilie hat nicht mehr das Monopol auf Liebe, Unterstützung oder Legitimität. Pat und Margaret sind ein Paar in ihren 60ern und leben in Durham, North Carolina. Wie bei vielen Lesben und Schwulen ihrer Generation war Elternschaft nicht Teil ihres Lebensentwurfs. I married a man at 22 and he was a child himself, and so thankfully we never had children of our own. Divorced at 28, and when I divorced, I said, well, if I don't have kids by the time I'm 40, maybe I'll adopt. And then what happened instead was I became a lesbian. I became out as a lesbian at age 40, basically, and so that was the birth. And there were no children ever passed my brain after that. Pat und Margaret bauen auf diesem Grundstück buchstäblich ihre eigene Zukunft auf. Eine LGBT-Wohngemeinschaft außerhalb. Der Name dieser Doku ist My So-Called Selfish Life. Kinder? Fragezeichen? Nein, danke, Ausrufezeichen. Von Durham. They say it takes a village to raise a child, and it takes a village, I think, to age gracefully and age happily. So we need our community. So that's where we came up with Village Hearth. This whole thing is about relationships with other people, and I just choose that the relationships will be with adult people. Life will never get built at that rate. Come on! Come on! Let's move the dirt! Blair Koenig, die Gründerin von Shut the Fuck Up Parents, ist selbst Mutter geworden. Das ist witzig. It took years to make that choice with a person that I've known for almost 20 years now. And we're like on year 1 with this kid. And I think that sometimes we do look at each other and wonder if we were going to do this, why we didn't do it sooner. But it's because it is such a monumental life shift. You can find love and joy in all of these different areas of life, whether you're a parent or not. But the people who really go out of their way, especially in my case, to tell me specifically. Schröck, ja, also Schulden gab es immer mal schon, auch in anderen Kulturen und so. Und ich gehe auch davon aus, das ging erst mit der Neolithischen Revolution los. Aber in vielen Kulturen wurde erkannt, dass Schulden sich akkumulieren und ein Machtinstrument werden. Und deswegen in vielen Kulturen gibt es immer so ein Tilgungsdatum, wo Schulden einfach getilgt werden. Damit dann sozialer Frieden wieder einkehrt. Ne? Und nur wir sind so toll, dass wir natürlich dieses Konzept der Machtinstrumentalisierung weiter aufrechterhalten, um noch mehr Macht zu akkumulieren, ist doch klar. Specifically, you will not understand until you have a child. Now I can say for sure, no, I do have one. I still fundamentally disagree. For months, we were telling people, like, you can be an aunt or an uncle to your friends' children, and you'll be fine. In fact, you'll be great.
korrekt. Und also Care-Work, Eltern abzunehmen für sowas, ist super. Ich habe auch Freunde, die freuen sich, wenn sie meine Tochter vom Kindergarten abholen können und ein paar Stunden mit der draußen rumhängen. Mittlerweile ist sie auch so groß, dass das alles völlig easy ist, aber das ging auch schon mit 4 oder so. Und mir hat es geholfen, weil ich dann ein bisschen chillen kann. Und die haben sozusagen Social Response, denen gibt das was zurück und so. Und alle haben was davon. Ist eine Win-Win-Situation. Care-Work muss nichts Schlechtes sein. Ne, wir haben bloß irgendwie wegen dem Neoliberalismus und der Wettbewerbsdogma diese Sache im Kopf, dass Wettbewerb natürlich, also Care-Work ist ein Wettbewerbsnachteil, ne? There's no reason to have one if you don't want one. You know, it just makes no sense. It's really important to us to support young people in our family of choice communities, and a lot of research shows how important it is for young people to have trusted adults in their lives beyond just their parents and immediate family. Something we have loved doing for years is showing up for queer prom. All right, fantastic looking folks, come on down. This is her first queer event. Oh, Mazel Tov. Well, this is the best one to start out with. Maybe if I can get these on. Young queer and trans people, often they don't feel as supported going to their proms at their high schools, or they weren't supported by their parents or administration. Melone getragen. Ja, korrekt. Deswegen nennen wir es ja auch Patriarchat. Und ich habe ja ein Video dazu gemacht, wo ich sage, das Patriarchat zeichnet sich dadurch aus. Die definierende Eigenschaft, habe ich dann gesagt, ist die Asymmetrie von Care-Work. Die Asymmetrie der Allokation von Care-Work. Das zeichnet es aus. For both of us to be role models and guides. It's our way of giving back and being the adult we wish we had in our lives when we were growing up. This is our community, this is our family. Family is family, however we make it, and this is how we made ours. Eines der Dinge, die ich daran liebe, keine Kinder zu haben, ist, dass ich die Zeit und die Freiheit habe, für andere da zu sein. Etwa ein Jahr, nachdem ich Lauren zum ersten Mal getroffen habe, teilt sie mir eine große Neuigkeit mit. Dank einer Liste, die von Reddit-Usern zusammengestellt wurde, hat Lauren endlich eine Ärztin in Seattle gefunden, die ihre Sterilisation durchführt. We are headed into Rite Aid to get some pre- and post-surgery supplies. I'm so happy that I could actually be here and be experiencing this because it's something that has been in my dreams for a number of years, especially due to my anxiety surrounding pregnancy and all of that. And being able to actually achieve what I set out 2 years ago when I started putting together my sterilization binder and be in a place where that's actually paying off it's amazing to me. Laurens Freund Kevin ist aus Toronto gekommen, um sie ebenfalls zu unterstützen. Thank you, you too. Let's do this. Yes. Okay, so we just got a message. I'm in recovery right now, not sure about discharge time. So I guess everything went well if she's texting, so that's really good news. That was easy. Surprising. That was really easy. They said I would spend about a half an hour in the first recovery room before he was allowed in. I spent about 5 minutes in there because I immediately just started talking to the nurse and being like, hey, what's up? How's life? Also, literally, I have the tiniest Band-Aid in the world. Wow, look at that. That's it. It's the world's smallest incision. They said there'll be a bit of bruising, but no Pan, hast du Angst, schwanger zu werden? worries. Why does it have to?
Here, I'll get the other side. Ich habe Lauren gefragt, was sie jemandem sagen würde, der entsetzt darüber ist, dass sich eine 20-jährige Frau sterilisieren lässt. I don't know what to say to them, really. I mean, that's one of the reasons that I don't tell people, because I know people might be appalled. Because I know that they wouldn't approve, and I'd rather just keep something to myself until they will start to understand me because I'm older. Ist dir klar, was für ein Rattenschwanz dranhängt an schwanger sein? Und warum man davor Angst haben kann? Ist dir das vielleicht klar? Vielleicht sollte es dir mal klar werden. So I had this vision in my head of a tattoo of a woman giving birth to something other than babies. There are books for literature, and there is a microscope for science and medicine. There are the scales of justice for law and justice. The more that we all share our stories, the better off we all are, because that is how we break out of these scripts that are written for us. That was great. I'm so happy. I love how much black you put inside the womb. It looks fantastic. So what motivated you for this thing? So Are you a scientist or you? no, so sort of. I'm a sociologist, so I'm interested in all the reasons that women don't want to have children and all the things that women can give birth to other than children. So science, dogs. literature. You need to put a dog on it there because we have dogs instead of kids. Yeah, so we have. I mean, I had dogs and I have cats also. So Okay. yeah. So, but yeah. Okay, So- totally cool. Enjoy Thank your you. cat. Thank you. Ich hatte 38 Jahre lang jeden Monat meine Periode. Ja, Kondome schützen natürlich, aber also ich bin ja so ein extremer Motherfucker. Ich kann aus eigener Sicherheit und Geschichte sagen, die Dinger reißen auch. Mit 52 hat sie aufgehört. Das war die Menopause. Keine Blutungen mehr, keine Schmerzen, keine Pille mehr, keine Gefahr mehr, schwanger zu werden. Endlich konnte ich mich entspannen. I was told it was horrendous. It is horrendous, but then it's magnificent. Something to look forward to. Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Liebe? Familie? Mit Freunden alt werden? In einer Welt, die offen und voller Möglichkeiten ist, können wir uns verschiedenste Leben vorstellen. Denn uns immer wieder neu zu erfinden, ist nicht nur möglich, sondern notwendig. (2013) hat Marsha in ihren Memoiren Confessions of a Child-Free Woman ihre Geschichte in eigenen Worten erzählt. Do you regret anything, Marsha? Any regret? Yes, I do regret something. I regret that I was afraid to write a book until I was 70. What a waste, what a loss. I regret that I didn't wrap my heart around this book and start putting it out as Ellen Peck had done for me. And now that I've done it, I can see now why Ellen Peck did it. And I'm hoping that by this conversation and by this kind of a film, there'll be other people who step up to the plate with joy and excitement and passion and reach out in however they can and say, I am child-free and it's fabulous. Na, also, was mich ein bisschen stört hier, ist, dass sie sozusagen bestimmte Aspekte gar nicht erst ansprechen.
Ne? Also zum Beispiel die simple Tatsache, dass eine Frau einfach mal ein Recht hat auf Lust am Sex und dass Lust am Sex für eine Frau immer eine potenzielle Gefahr birgt, die der Mann nicht hat, weil der Mann sich einfach verpissen kann. Das wird hier gar nicht so richtig angesprochen, aber das ist doch irgendwie jetzt mal wirklich ein wesentlicher Bestandteil dass man sich da mal reinversetzen kann. Keine Ahnung, ob das jetzt mehr oder weniger, aber ich meine, das ist halt so.